Ja, hallo, ich bin der Matze, willkommen in der Königsklasse und heute sprechen wir mit Mike. Ja, schön, dass du hier bist. Vielleicht erzählst du einfach mal, was machst du? Ich bin Mike, ich bin fertig studierter Wirtschaftsinformatiker oder Informatiker, je nachdem, wie man es sieht. Arbeite derzeit als IT-Berater. Aber ich sag's mal so, ein Job ist eine Sache im Leben, Hobbys sind wieder eine andere Sache im Leben. Und also, was hast du für Hobbys ungefähr? Also, oder ja, was machst du quasi im Job erstmal? Im Job, ja, das ist ein bisschen sehr unterschiedlich, gerade in einer IT-Beratung. Derzeit schreibe ich Skripte fürs Aufsetzen diverser Rechenzentren, Mhm, einfach gesagt. interessant, okay. Und dieses Ding hier, das du mitgebracht hast, ich nehme mal an, das hat mit deinem Hobby zu tun. Ja, das ist eins meiner Hobbys, ist zum Beispiel zu Sachen zusammenbauen. Zum Beispiel heute habe ich jetzt zum Beispiel den Rauschranz mitgenommen, mittlerweile in zweiter Variante. Es, die Idee kam ja auch einfach aus dem Nichts. Ich hatte eine Geburtstagsparty geschmissen, hatte dann Glasflaschen übrig gehabt, diese 3-Liter-Flaschen. Da war ich so, ja, wegschmeißen ist zu schade. Na gut, im Zimmer stehen lassen ist ein Staubfänger. Da war ich so, ja gut, dann wäre ja ganz praktisch, würde man sie irgendwie mitnehmen können. Und Mhm. habe ich irgendwie mit einem Kumpel irgendwie in ein, zwei Nachmittagen, weil uns ziemlich langweilig war, halt so einen Rucksack gebaut. Heute Morgen war ich so, ja gut, ich habe jetzt den gerade ausgeliehen, ja, dann baue ich einfach noch einen neuen. Einfach kurz Kabelbinder rausgeholt, zack, zack, hier, fertig. Ja, Und das sind viele meiner Projekte. Einfach, je merkwürdiger die Idee, es gibt immer eine Lösung, es gibt immer ein Ziel. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch diesen Sakko an. Hier drin ist ein bisschen voll verkabelt. Das ist so ein Magieranzug, der leuchtet halt. Ich weiß nicht, bisschen hier ein bisschen sehr hell mit den Scheinwerfern, aber hier ist zum Beispiel Laserlicht. Wenn man zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, feiern geht, also ich bin selber ehrlich gesagt kein Clubmensch, aber dieser Anzug hat hier ein Mikrofon zum Beispiel eingenäht, zum Beispiel je nachdem, wie ich rede oder wie ich spreche oder wie die Musik ist, leuchtet auch der Anzug. mhm. Und da ist halt so ein kleiner Akzent. Da wäre das einfach so eine dumme Idee aus einem Abend. Hey, das wäre eigentlich ziemlich praktisch, wenn man irgendwas hätte so. Und das ist auch ein bisschen inspiriert von den ganzen Serien, die ich gerne mochte. Zum Beispiel How I Met Your Mother mit Barney Stinson. Mhm. So, hey, da holt aus dem Anzug so eine Taube raus oder irgendwie so Feuersachen. Da war ich so, ja, ich glaub, das baue ich jetzt mal auch. Ja, ja, mega cool. Und also manchmal hast du quasi Dinge, die du einfach interessant findest, aber baust du auch auf einen Zweck hin? Also hast du irgendwie zum Beispiel ein Ziel, das du damit erreichen willst? Derzeit eigentlich eher weniger, wobei ich muss sagen, der erste Rucksack, den habe ich einem Kumpel gegeben. Der ist zum Beispiel, der ist zuständig für diverse Techno-Kollektive in München oder macht halt seine eigenen Event rein. Da habe ich gesagt, Mhm. wenn ich das selber nur benutze, wird das Ding niemals sein Potenzial ausschöpfen. Wenn ich ihm das gebe, dann kann er Werbung machen, wie er will. Und das Mhm. hat er auch gemacht. Mega cool. Dein Job ist ja eher nicht so hell, also nicht viel mit physikalischen Dingen und das hier sind sehr greifbare Dinge, die du hier baust. Richtig. Ähm, Wie erklärst du dir diesen Gegensatz? Es ist halt normalerweise so, also gerade als Informatiker ist es halt so, du sitzt halt so eine Woche, 8 Stunden irgendwie hinterm Computer, irgendwas passiert da und ich kenne es ja schon von meinen vorigen Arbeitgeber, du hast so große Kunden, irgendwelche namhaften Stromanbieter oder große namhafte Firmen, du machst was bei denen, irgendwas in der Informatik, irgendeine interne Zahl geht hoch, aber du siehst niemals was auf der Straße von Ergebnis her. Und da habe ich auch damals schon, vor 2 Jahren bin ich dann so gesagt dem Unikult beigetreten. Das ist der Verein von der LMU. Die sind zuständig für die ganzen Veranstaltungen. Und nach jetzigem Stand ist ja demnächst ja das Unisommerfest wieder, sag ich mal, am Start mit über 5000 Leuten. Und da war es für mich ja zum Beispiel so, Eventbrite, solches Event-Software, da zahlt man so viele Gebühren, da war es mir einfach wichtig, hey, ich mache jetzt meinen eigenen Ticketshop mit Open Source Software und mittlerweile laufen das mit über 2 Jahre damit und ja, eigentlich sehr gut damit. Also das war auch für mich wirklich so, ich sitze mehrere Stunden am Computer, aber ich sehe ein Ergebnis, eine volle Uni. Was war der erste Moment oder das erste Produkt, wo dich die Faszination vom Bauen gepackt hat? Oh, das kann ich eigentlich nicht sagen, weil es waren immer so kleine Sachen immer, gerade so an Anfang der Uni war es immer generell erstmal so, ich habe mich ehrlich gesagt nie auf Uni so wirklich konzentriert, hatte immer so mit einem Kumpel irgendwas anderes gemacht. Webseiten. Ja, gut, eigentlich Webseiten habe ich erstmal Mhm. gebaut, weil das sind so Sachen, die braucht jeder, sieht schön aus. Und dann fängt man einfach nach und nach an, bessere Webseiten zu machen. Dann fängt es erstmal ganz an mit seiner persönlichen und dann fängt man an, mit seinen Eltern eine Webseite zu machen. Und dann habe ich das wirklich bei Learning by Doing einfach mir selbst beigebracht. Interessant. Ähm, Was würdest du sagen, warum hat dich Uni nie so wirklich interessiert? Also war es dir zu trocken?
Wolltest du eher praktisch unterwegs sein? Was war das Ding bei dir da? Was heißt praktisch unter ja gut, Uni ist immer so eine Sache für sich, gerade jetzt auch bei Informatik oder ich als Wirtschaftsinformatiker. Du hast die Komponenten der BWL, in dem Fall war es bei mir nur Kostenrechnung, kombiniert mit Informatik aus der Uni, was nur Mathe ist. Also hatte ich eigentlich nur Mathe kombiniert mit Mathe studiert. Also Mhm. erledigt sich, glaube ich, die Thematik von selbst. Ja, okay. Also nicht der größte Mathe-Fan vielleicht, obwohl du es doch studiert hast? Schwierig. Ich sag's mal so, zu Schulzeiten war ich auch zum Beispiel wegen der Mathe-Olympiade auch im Landkreis und auch für mein Bundesland vertreten. Mhm. Und jetzt? Und da habe ich so gedacht, okay, dann ziehe ich mal nach München, gehe zur TU München und studiere da und habe dann gemerkt, ach, es gibt ja noch so viel Mathe, so viel mehr Mathe, was ich nicht in der Schule hatte. Mhm. Und wenn ich erstmal gemerkt habe, ja gut, dann wird es interessant hier. Okay, du bist also ehemaliger Teilnehmer der Mathe-Olympiade. Du bastelst sehr gerne wilde Dinge, du hast coole Freunde, du bist IT-Berater. Hast du sonst noch irgendwas, was unerwartet irgendwie ist, was die Leute nicht über dich wissen, wo sie denken, okay, das ist interessant? Als ich jetzt zum Beispiel meinem Kumpel jetzt gesagt habe, ja, ich melde mich später, ich gehe mal kurz in Flugmodus, wieso das denn? Ja, ich werde kurz interviewt. Warum Interview? Und dann muss ich halt mein Handy kurz ausschalten. Und dann, bei mir weiß man eigentlich nicht, zu was ich Ja sage, man weiß aber auch nicht, zu was ich Nein sage. Und das ist immer die Sache bei mir. Bei mir sind die Geschichten im Durchschnitt sehr verrückt, aber ich kann nicht sagen, also Leute sind nicht mehr überrascht, das ist das Problem bei mir. Meine Leute sagen einfach so, ja, ich hätte nichts anderes von dir erwartet. Okay, die Leute sind also nicht mehr überrascht von Überraschungen bei Nee, dir mittlerweile. nein, überhaupt nicht mehr. Okay. Was würde dich denn überraschen, was du dir von dir selbst nicht erwarten würdest, was du vielleicht in den nächsten Jahren tun könntest? Dass ich ein Jahr auf einer einsamen Insel alleine bin und mich niemand erreicht. Wie hoch denkst du, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das machen wirst? Schützen zwischen 20 bis soliden 40%. Boah, okay, nicht schlecht. Vielleicht generell, wenn du jetzt über nachdenkst, wie dein Leben gerade ist, wie stellst du dir vor die nächsten 10 Jahre, die besten 10 Jahre, die du dir vorstellen kannst, wie würden die aussehen? Das ist schwierig, gerade weil, was würde ich auch unter als beste Jahre, sage ich mal, definieren? Es ist sehr schwierig, dahingehend zu gehen, weil zum Beispiel bei mir ist es zum Beispiel so, ich wollte einmal schon gerne ein Startup gründen. Die meisten meiner Freunde haben Startups, auch sehr etablierte Startups. Und natürlich würde ich dann auch selber meine Ideen ja auch in die Welt draußen bringen. Aber da muss ich ehrlich sagen, da will ich noch selber noch vieles lernen. Sei es von meinem Arbeitgeber, sei es durch solche Nebenprojekte, dass ich erstmal so eine Problemlösungsthematik immer, sag ich mal, lösen möchte oder irgendwas anderes. Und ich kann da dahingehend nicht sagen, was die besten 10 Jahre wären. Also sage ich ehrlich, könnte es ein Startup sein. Vielleicht fange ich doch an, vielleicht meine Erfindungen, glaube ich, mal als YouTube-Video einzupacken. Ehrlich gesagt, ich habe mehrere Terabyte an Videodaten mittlerweile gesammelt, habe aber ehrlich gesagt nicht die Muße oder die Zeit, das zu schneiden. Mhm. Also zurückgehend kann ich es dir einfach nicht sagen, was die besten 10 Jahre sein würden. Okay, interessant. Es scheint irgendwie so, du hast quasi viele Dinge, die du tun könntest, aber manchmal weißt du auch nicht genau, worauf du dich genau fokussierst. Ähm, bist du eher so der Typ, der quasi sagt, okay, ich habe einfach keinen Plan und schaue einfach, was passiert? Oder denkst du auch mal so, okay, es wäre doch eigentlich ganz cool, einen Plan mal zu haben? Ich habe beide Erfahrungen gemacht. Ich habe mir immer schon so gedacht, hey, jetzt arbeite ich da, jetzt plane ich schon erstmal so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahre. Aber da kam es doch ganz anders. Und da habe ich so mittlerweile gemerkt, ja, ich gehe einfach so, wie es kommt. Und damit fahre ich, glaube ich, einfacher, weil dann überlege ich halt nicht mehr so viel, was ich überhaupt noch tue. Weil ehrlich gesagt, wenn ich dann zu lange überlege, behindere ich mich doch selbst. Wie sieht denn dein üblicher Tagesablauf aus? Also, wenn ich mir so überlege, okay, du bist sehr kreativ, du machst viele Dinge, wie strukturierst du das alles zusammen? Wie bringst du dein Hobby zusammen mit deiner Arbeit? Meistens stehe ich halt zu den normalen Zeiten halt auf, halt wegen einem Vollzeitjob, halt 40 Stunden, stehe ich halt um 8 Uhr auf, fange so meistens um 9 Uhr an, mache halt meine normale Arbeit. Aber bei mir ist es halt so, gerade als Berater bin ich halt ab und zu mal auch auf Geschäftsreisen. Also ich weiß, ich muss zum Beispiel alle 2 Wochen oder monatlich mindestens einmal nach Berlin. Mhm. Und da habe ich dann auch so gemerkt, okay, bei diesen Tagen kann ich halt eher weniger was machen. Aber bei diesen Reisen sehe ich halt immer wieder was anderes. Zum Beispiel viele Sachen oder viele Erfindungen lerne ich auch von Museenbesuchen oder so, wo ich dann sage, hey, das inspiriert mich. Ah, die Aufhängung, wie dieses Schiff aufhängen, ist sehr interessant. Dann gucke ich meistens immer,
während ich halt aufs Geschäftsreisen bin und vielleicht früher Feierabend habe, kurz in ein Museum rein und lass mich einfach inspirieren. Oder Museumshops, muss ich ehrlich sagen, finde ich immer am kreativsten, was die alles so verkaufen, wo ich mir so denke, naja, ich sag's ehrlich, im deutschen Museumshop gucke ich öfters mal vorbei, um einfach mal zu gucken, was haben die für Sachen, worauf ich niemals kommen würde. Vielleicht für Leute, die mit dir, ja, die sich irgendwie bei dir reinfühlen können. Hast du irgendwelche Tipps, wie man ans Leben rangehen sollte? Irgendwelche, ja, Insights, was dich vorangebracht hat? Definitiv einfach ausprobieren. Was ist für dich noch wichtig im Leben allgemein? Eigentlich ein solider Freundeskreis, auch je nachdem auch eine gute Familie. Man muss auch bedenken, Familie ist für jeden eine andere Definition, das habe ich auch selber dann auch gelernt. Und ja, einfach mehr Mut zu haben, einfach Dinge zu machen, die man wirklich möchte. Ich meine, heutzutage ist das mit der Kreativität so eine Sache. Manche Leute lassen es sich immer gern kopieren, gucken auf TikTok, Instagram, kopieren einfach nur die Ideen, aber keiner ist selber mehr kreativ. Und da muss ich ehrlich sagen, macht, worauf ihr Lust habt und lernt daraus. Und das habe ich auch für mich dann auch gelernt, dass ich gesagt habe, hey, ich habe jetzt Verantwortung übernommen für die Sachen, die ich gemacht habe Mhm. und lerne damit auch. Du kombinierst ja auch den digitalen Space, also du arbeitest ja als IT-Berater, aber du machst ja auch quasi Dinge, die man anfasst. Was inspiriert dich mehr? Du hast ja vorhin auch erwähnt, du gehst gerne in Museen, Shops. Inspiriert dich wirklich die Zusammenarbeit mit echten Objekten oder gehst du auch gerne mal auf Social Media und lässt dich davon inspirieren? Es ist sehr schwierig, weil bei Social Media ist es immer so kurzfristig, sagen wir mal, so ein TikTok sind 10 Sekunden, dann, wenn man jetzt so gesagt, die heutzutage die Aufnahmen, wie soll ich sagen, ja, die Aufmerksamkeitsspanne ist halt einfach geringer und man vergisst es halt so, hey, ein cooler Trick, wie ich jetzt zum Beispiel einen Winkel jetzt schneide, aber das vergesse ich sowieso nach 5 Minuten. Aber wenn du es zum Beispiel greifbar vor dir siehst, dann hast du ein ganz anderes Gefühl, was du damit machen willst. Mhm. Also finde ich es eigentlich viel, viel besser, wenn man eigentlich so gesagt die Geräte vor sich hat. Das ist was Greifbares. Und muss ich ehrlich sagen, ich war einmal einer diesen Rucksäcken mal zu einer AI-Konferenz und ich musste lachen, da war so ein Typ, der ist eigentlich hauptberuflich AI-Consultant, also auch für KI zuständig. Der sagt so, scheiß auf AI, das ist viel cooler. Und da war ich so, okay, anscheinend mag der doch die echte Welt mehr als seine virtuelle Welt. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Da draußen gibt es ja auch viele Leute, die sicher mit dir, die dich cool finden und die vielleicht das feiern, was du machen möchtest. Kannst du vielleicht diesen Leuten einmal mitgeben, was hat dich vorangebracht? Irgendwelche Tipps, wie man ans Leben rangehen sollte? Einfach den Mut haben, auf Leute zuzugehen. Gerade auch zum Beispiel Ehrenämter, muss ich sagen. Das ist auch so ein unterschätztes Ding. Geht wirklich da draußen und macht wirklich Sachen, wo ihr auch lernen könnt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe zeitweise in meinem Ehrenamt mehr gelernt als zum Beispiel meinen Beruf, wo ich dann wirklich merke, okay, da werde ich auch zwischenmenschlich gefordert, da werde ich auch wirklich anders gefordert. Es geht einfach darum, aus der Komfortzone rauszukommen, einfach mal zu verstehen, wie andere Leute daran gehen und auch davon inspirieren lassen. Ich muss ehrlich sagen, ich überlege schon sehr viele Fälle, wie man ein Problem lösen kann, aber auch wirklich durch anderen Input, sei es von meinen Eltern, sei es von meinen Vereinsleuten, sei es von meinen Ex-Arbeitskollegen, mir egal, aber da merke ich schon so, da findet man einfach manchmal sogar eine bessere Lösungsmöglichkeit, als man die sich selber ausgedacht hat. Mhm. Deswegen war ich dann so, plan einfach weniger und lass dich einfach mehr inspirieren. Cool. Vielleicht einmal als Beispiel, was hast du für ein Ehrenamt ja, gemacht? Also in da hinsichtlich habe ich zum Beispiel war ich auch jahrelang für die Studentenvertretung zuständig. Ich war ja auch mehrere Jahre zum Beispiel Jahrgangssprecher für meinen Studiengang, um einfach auch zu hören, wie geht's den Leuten, was machen die, was ist für die das Problem? Zum Beispiel auch gerade bei der TU München ist das so eine riesige Uni, da kommen gerade im Master auch Leute aus anderen Unis, die ihren Bachelor irgendwo im Hintertupfingen oder Buxtehude gemacht hat, je nachdem, wo man studiert hat. Und dann habe ich halt so Fragen gehabt, naja, warum ist das halt so? Warum ist das so kompliziert? Oder warum ist diese Vorlesung so komisch strukturiert? Und dann musste ich halt denen sagen, hey, das ist genau diese Perspektive, das ist diese Herangehensweise. Und einfach so, ja, ich habe dieses Amt gemacht, um einfach auch mehr mit Leuten in Kontakt zu kommen. Mhm. Einfach zu verstehen, was sind die Probleme aus meinem jetzigen Jahrgang. Ja. Wenn du vielleicht noch mal überlegen kannst, wenn du einen Wunsch hast für diese Welt, wie sie anders sein könnte, was würdest du dir wünschen? Das ist eine gute Frage. Ich muss manchmal sagen, ich finde die Welt ein bisschen sehr kreativlos manchmal in manchen Aspekten. Da wünschte ich mir manchmal mehr Farbe dahingehend, mehr,
einfach offen sein, auch für andere Meinungen, andere Herangehensweisen und andere Paradigmen und Prinzipien. Was glaubst du, wie kann man das erreichen? Also wie, wenn du sagst, die meisten Dinge oder Menschen auf dieser Welt sind eben nicht so kreativ, wie kann man das ändern? Das ist eine schwierige Frage, muss ich sagen, weil gerade heutzutage in einer schnelllebigen digitalen Welt, da kann man keine gute Antwort finden, weil das muss jeder für sich dann auch, jeder herausfinden. Allein auch, in welcher Situation man lebt, wie die Familie drauf ist, wie deine Freunde drauf sind, wie deine Schule drauf ist, wie auch dein Stadtteil drauf ist. Das ist jedem seins überlassen. Und viele Leute sind halt zu faul, da rauszuspringen oder da rauszugehen oder sich überhaupt aus dieser Bubble zu entfernen. Und das habe ich schon ziemlich oft gesehen, dass die Leute sich wirklich in solchen Personengruppen befinden und einfach auch drin bleiben, weil es ihnen einfach angenehm ist. Nicht, weil es für die unbedingt besser ist, aber weil es einfach nur für die angenehm ist. Also wirklich der Mut fürs Neue, der Mut rauszugehen und mutig zu sein. Ähm, Vielleicht als letzte Frage, wie kann man diesen Mut zusammennehmen? Wie kann man diese Überwindung wie kann man diesen Schritt gehen? Ich muss damals auch überlegen, wie habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe mich einfach immer in ein Boot gesetzt und einfach mich fließen lassen. Habe dann gesagt, hey, mich interessiert schon ein bisschen was KI-mäßiges oder halt generell damals noch irgendwas mit Cloud oder Informatik. Habe einfach nachgeguckt, was ist das nächste Event, wo könnte ich hingehen, wo könnte ich Leute kennenlernen und bin dann dorthin gegangen. Ich habe auch nur kleine Schritte gemacht. Vielleicht noch als letztes, das Ding hier sieht ja echt cool aus. Vielleicht zeigst du es einfach mal kurz vor, wie es aussieht, was es macht. Ja, also heute habe ich nur schnell so ein kleines Ding zusammengebaut, gerade für die Königsklasse, für die Interviewreihe. An sich ist es schon die zweite Generation. Die erste Generation habe ich gerade an einen Kumpel ausgeliehen. Und das ist einfach nur so eine mobile Bar. Also ich habe jetzt hier das aus Deko-Gründen so mit einem kleinen Hütchen gemacht. Normalerweise ist da so ein Weinheber, Siphon, Pumpe, dass man halt wirklich die Getränke so gesagt mischen kann und ausgeben kann. Und wie schon damals gesagt, habe ich gesagt, ja, ich will es gerne tragbar haben. Da habe ich dann so das einfach einen Campingstuhl genommen. Jetzt ist es so ein Alu-Konstrukt, dass man das einfach mitnehmen kann. Das Ding ist aber jetzt ein bisschen schwierig, weil ich eine relativ kleine Person bin. Das sieht ein bisschen so aus, als würde der Rucksack mich tragen. Aber naja, da muss ich noch überlegen, wen ich das jetzt geben würde. Aber ja. Okay, ja, mega cool.